Hallo, ich bin Rainer, Co-Founder von Ever und heute will ich dir mal zeigen, die Therapeutenversion von Ever, wie man damit Nährstoffprotokolle sehr effizient bearbeiten kann und dass du mal ein Gefühl kriegst, was hier alles machbar ist. Wir haben also hier die Detailansicht von unserem Klienten oder Patienten Hans Mustermann. Und ich habe jetzt hier schon mal ein Protokoll angelegt, ein bisschen mit Mineralien und Spurenelementen. Das kann man uns hier mal angucken. Da sind jetzt ein paar Sachen drin. Also wir haben jetzt ein bisschen Jod, wir haben ein bisschen Magnesium für morgens. Also das hier zum Beispiel, das machen wir beim Aufwachen. Wir haben ein bisschen was vorm Schlafen mit dem Magnesiumglycinat. Das nimmt man gerne vorm Schlafen. Wir haben hier einen Mineralkomplex von Mitocare, jeweils 2 Kapseln morgens nach dem Aufwachen und 2 vorm Schlafen. Und nochmal ein bisschen Silizium, ne? Also 5 Sachen, die jetzt hier drin sind. Und soweit, so gut. Jetzt können wir ja sagen, nehmen wir mal an, die Person, wir haben jetzt festgestellt, wir haben eine Messung gemacht, dass zum Beispiel, nehmen wir mal an, Kupfer ein bisschen wenig ist. Ne? Wir können also hier in dieses Protokoll jederzeit reingehen, können also jetzt mal hier ein Produkt hinzufügen und sagen wir mal, dass vielleicht Kupfer und Zink ein bisschen niedrig sind. Das findet man häufig. Dann nehmen wir das hier mal von Tissot. Das habe ich ganz gern. Fügen das mal hinzu. Das kommt jetzt hier rein. Jetzt müssen wir uns auch überlegen, an welchen Tagen wir das machen. Oft macht man die ganze Woche. Ich mache immer am Wochenende Pause. Und ich sag mal, also die Person hatte schon recht niedrige Werte bei Kupfer und Zink, dass man zum Beispiel, das sollte man zum Essen nehmen oder nach dem Essen. Jetzt ist das eine Person, die nicht gerne frühstückt. Da sagen wir mal nach dem Mittagessen eine Kapsel so und dann halt noch ein bisschen obendrauf nach dem Abendessen nochmal eine Kapsel. So, jetzt war ich mir nicht genau sicher als Beispiel, ich tue es jetzt mal hier rein, wie viel Zink und Kupfer war das denn? Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Ne? Dann kann ich jetzt hier reingucken, sehe ich die Einnahmeempfehlung ja mit der Mahlzeit und hier sehe ich auch, okay, 15 Milligramm, das ist ein gutes Verhältnis, 2 mal 30. So, jetzt frage ich mich aber, hier ist ja auch ein bisschen Zink drin in dem Premium Minerale, das weiß ich jetzt, ne? Wenn man viel mit Produkten arbeitet, dann kennt man die. Jetzt habe ich vielleicht, das mache ich jetzt erstmal zu, ne? Ich sehe jetzt hier, ich habe jetzt hier 6 Produkte drin, insgesamt 29 Nährstoffe mit 2,21 € am Tag, rechnet mir Ever alles aus. Und jetzt gucke ich mir mal hier drauf, das sieht alles soweit ganz gut aus, dann denke ich, okay, das passt, aber ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ist das jetzt genügend Zink? Dann gehe ich jetzt hier auf Nährstoffe. Und hier kriege ich jetzt so eine schöne Übersicht von meinen ganzen Nährstoffen, Mineralstoffen, die hier drin sind, in dem Falle Mineralien. Ne? Und ich gucke jetzt mal hier runter, da sticht jetzt nichts ins Auge. Auf den ersten Blick Jod, Kalium, Calcium. Interessant war ja Kupfer. Ne? Kupfer hatten wir eben hinzugefügt. Wir sehen also, wir kriegen aus dem Premium Mineralien 0,7 Milligramm und nochmal ein Milligramm hier raus. Okay, gut. Das sieht okay aus, kann man nichts sagen. Jetzt gehen wir mal auf Zink, weil das hatte ich ja, war hier ein bisschen hier beunruhigt. Ist das jetzt zu viel? Schauen wir mal. Wir sehen, wir kriegen tatsächlich 5 Milligramm hier aus Premium Minerale und 21 hier raus. Warum sind die Werte ein bisschen niedriger? Naja, wir machen ja nur Montag bis Freitag. Ne? Das heißt, ich sehe jetzt hier mal auf den ersten Blick, das sieht ganz gut aus. Damit kann jetzt der Klient, Patient erstmal ein bisschen arbeiten. Das ist jetzt so ein kleines Erhaltungsprotokoll, jetzt nichts Besonderes. Hier ist wahrscheinlich ein bisschen Silizium niedrig von der Laserspektroskopie-Messung. Dafür ist das da drin. Ein bisschen Magnesium, wahrscheinlich weil das auch niedrig war in dem Falle. Ein bisschen Jod, auch da extra, weil es zu niedrig war. Ne? Gut, das dazu, wenn das fertig ist, wie gesagt, kann ich das mit meinem Patienten, Klienten teilen, dann kann ich das hier direkt wegschicken.
dann kann die Person sich da registrieren, reingehen. Wenn das jetzt eine Person war, die schon registriert war, dann muss man gar nichts tun, weil wenn die sich dann das nächste Mal einloggt und schaut sich den Einnahmeplan an, dann sieht man hier sehr schön, ne, dass beim Aufwachen sieht die Person dann, da habe ich das Magnesium, Jod, Silizium und die Mineralien. Nach dem Mittagessen gibt es ein bisschen Zink dazu, abends auch nochmal. 2 Stunden vorm Schlafen haben wir noch ein paar Minerale, die wir uns reinziehen hier, ne? Und dann vorm Schlafen das Glycinat. Das ist mal so ein einfacher Ablauf und auch schon mal ein bisschen fortgeschritten, wenn man sehen will, wie diese Nährstoffe aus diesen ganzen Produkten zusammenkommen. Ich habe das früher alles mit Spreadsheets gemacht und manuell zusammengetippt, was da für eine Zeit reinging. Das habe ich jetzt hier in einem Klick und dann weiß ich genau, was abgeht.